I've been to Germany before, not because I wanted to be here. I was always on my way to someplace else. This time it's different. I'm here to finish unfinished business. My family lived in Germany, in Berlin, in the 1930s. In 1938, my father and his two brothers left, desperate to save their lives. My grandfather Chaim and my aunt Yeti remained behind. They were too old and too disabled to flee. In September of 1942, Chaim and Yeti were arrested and transported to Theresienstadt. My grandfather died there in December of the following year. In May of 1944, my aunt was sent to Auschwitz, where she later perished. I'm here in Berlin now to ensure that they will never be forgotten. This is the original building. So it wasn't destroyed then? No, this is an old building. Well, maybe the outside has changed, but the building itself is the original building. Wow. But then Should we put the younger child, Siegfried, first? Yes. Ja, die kommen auch mal schräg hier. That's called denial, right? Hier wohnte Siegfried Schattner, geboren 1937, deportiert 1942, geboren in Auschwitz. Markus Schattner, geboren 1901, verhaftet, wo es geht, 13.09. September, so 39, nach Sachsenhausen, dann 40 nach Dachau, verlegt, so transferred 1942 zu Hartheim, ermordet dort am 20. Mai 1942. Bewohnte Margarete Schattner, 1911 geboren, deportiert auch in 1912 und 1942 nach Auschwitz. Und Regina Schattner, geboren 38, so 1 year younger than her brother, deportiert auch im Dezember 1942 nach Auschwitz. אל מלא רחמים שוכן במרומים אמצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה במעלות קדוש. Nobody will see that, they'll only see the top. We know it's down there. I knew my grandfather. He's from Berlin. Let's do it together. Gott in der Höhe bei dir ist Barmherzigkeit in Fülle. Lass die 6 Millionen Seelen unserer Brüder und Schwestern, die im Martyrium starben, ungestört in deiner Gegenwart ruhen. Lass sie die Ruhe und Sicherheit finden, die ihnen im Leben verwehrt war. Erst beim ersten Mal, wo man hinkommt, da kriegen wir von unserem Meister so ein Zettel, so ein Blatt, worum es geht, was das eigentlich hier zu bedeuten hat. Jetzt wissen wir es. Was hältst du davon? Ja, ist okay, warum nicht? Ich meine, ein bisschen spät, aber immer früh hält's nie, oder? Ihr lernt ja dann auch relativ viele von den Angehörigen dann wahrscheinlich auch kennen. Ja, also das ist noch okay, aber es gibt manchmal Momente, da sind wirklich 20, 30 Leute um dich herum
dann hat man schon so einen kleinen Muffendose, wenn man da arbeitet, aber es ist auch so, die meisten kommen aus Amerika und dann ist es so interessant, dass sie so Menschen aus der anderen Seite der Welt so kennenzulernen, zu sehen, wie die so drauf sind, wie die ticken. Ja, das ist halt so okay. Das ist ja auch so Nachfahren, da hat man so irgendwie das Gefühl, ja, vielleicht sah mal irgendeiner so aus wie einer von denen oder so. Wenn ich schon sehe, dass da einer ist, der so mein Alter ist, der dokumentiert oder so, vielleicht jünger, dann denke ich mir, ja, das ist schon scheiße. Also. Dann sagt man sich ja, das könnte auch mir passieren, warum nicht? Ich bin ja auch nicht hier, Leute, ich komme ja auch aus dem Ausland. Ach, dann denkt man sich, ja. Und dann denkt man sich, dass man hier, die haben es erlebt, wie könnte es auch passieren, aber zum Glück haben wir dieses Regime hier nicht mehr. Steine sind gestellt worden von verschiedenen welche das aber? Ich habe noch ein kleines Gedicht als Andenken für die beiden von Else Lasker Schüler. Es heißt ein Lied. Hinter meinen Augen stehen Wasser, die muss ich alle weinen. Ich möchte immer auffliegen, mit den Zugvögeln fort, bunt atmen mit den Winden in der großen Luft. Oh, ich bin traurig. Das Gesicht im Mond weiß es. Drum ist viel samtne Andacht und nahender Frühmorgen um mich. Als an deinen steinernen Herzen meine Flügel brachen, fielen die Amseln wie Trauerrosen hoch von blauem Gebüsch. Alles verhaltene Gezwitscher will wieder jubeln. Und ich möchte auffliegen mit den Zugvögeln fort. Wollen Sie ein bisschen erklären, warum wir das Thema kennen? Ja, also ich habe mich dafür entschieden, Stolpersteine zu verlegen, weil es im Sinne eines Schulprojektes war. Die Leute wohnten hier in unserem Haus. Darüber habe ich mich erstmal informiert und dann mich dafür arrangiert, dass hier Stolpersteine verlegt werden können. Das war eine sehr interessante Führung, wo man geändert hat. It's more than a symbol. It shows that what was in the past links with the future and links with the responsibility all of us have in a way. Not only memory, but doing what is necessary if something like what happened should come up again. So, the good idea will have a safe place here. Thank you. Ich finde es großartig, dass einfach ein Gedenken an diese Menschen, die It's very impressive that the memory concerning the people which have been deported from this house will be here as a markstone for that what has happened. Das ist das Wenigste, was man machen kann. Ne? These are the few and only things what people today can do. Ich finde auch den Namen Stolpersteine schön, weil ich denke, dass dann Leute fragen, wieso stolpern, was soll da sein? Und dann bekommt man eben die Informationen, was passiert ist. But the stones have been named stumble stones is very significant because people really should stumble over it and stop and read and ask.
And this is the main reason why we think it's a perfect idea to have something like this also in front of our house. Ja, müssen wir den Regenbogen machen. Ich denke, das ist für die jungen Generationen, also die nach uns kommen, unglaublich wichtig. Also dass das Gedächtnis an diese Menschen also wach erhalten wird. Especially it's so important for the generation, the younger generation, those to come, that they find something which will remind them and will force them to think about what has happened. Ich finde, da wird noch viel zu wenig getan. And maybe it's just too little what has been done up to now, so it's good that things like this are going to happen today. Ich bin auch der Meinung, das ist eine Art, damit umzugehen, die nicht so moralisch ist. Ihr seid schuld, sondern man kann offen fragen. It's wertneutral. The main thing is also important that it's not so pompous to make something like this. It's not accusing, but it's showing that we know about the responsibility and it happens like this. So it's much better than having something else to remind what has been going on. Yeah, so it's opening and it's not closing. Opening what? Opening this, the remembrance, opening the feeling, opening the ideas. And each and everyone is feeling differently. So everyone has a chance, stumbling over the stones, to have own ideas and have own, well, thoughts. Why, when, and who. Can you tell them, I think, what they're doing is... Also möchte, dass man weiß, dass er das sehr empfindet, was hier getan wird und was hier passiert. Nein, Steine, Gedenksteine. Stolpersteine, Wer ist da gestorben? Nein, für die Juden, die sie damals... Welche Fernsehsender kommt das? I wanted to make a personal connection with Stolpersteine for my family members, and I asked if it would be possible for him to send them to me. But because of the size and weight and the expense of it, they said that it couldn't be done. So I still felt like I needed to do something to connect with them, and then I came up with the idea of the hearts. Very nice. Thank you. This stone remembers Max Baer, born in 1873. And it's important to our awareness of the history. He was arrested in the 11th of December 1937, taken to Dachau, that is near Munich, so he can't have been arrested here. He must have been arrested somewhere else in Munich, in Bavaria, and murdered the same day. So that's 2 years before the war started, 5 years before the Wannsee Conference. Some people were eliminated before they could make war. So I don't know any more about him, whether he was a communist, a social democrat, what he was arrested for. But 1937 already, this was when he met his fate. Okay, super. Wir haben alleine 4 Wochen hier haben wir einen Ja, ist schon eine traurige Angelegenheit alles, aber ja, leider kann man es nicht mehr ändern und rückgängig machen. Naja. Weißt du von deinen Vorfahren, was vor 2 Generationen was da war? Auch nicht? Nee. Auch so fast Ja. Wie ist das bei euch gewesen? Tja, wir kennen bloß von Opa und Oma und mein Opa ist auch früh gestorben und Oma erzählt von früher nicht so wirklich was. Also alle sehr verschwiegen. Ja. Ganz typisch. Ja, wie fast überall. Man hakt doch nicht wirklich nach, also. Möge eingebunden sein in den Bund des Lebens. Gott, du bist ihr Schicksal. Lass sie an ihren Ruhestätten in Frieden ruhen. Amen.
יתגדל ויתקדש שמי רבה. This part of Berlin was damaged very badly, very badly. Where were you when they were bombing? I was a child living in Prague. In where? In Prague. Oh, in Prague. Oh, okay. Yes, that's where I'm born, but we were Germans. And we, of course, we had to leave Prague after the war as refugees. So we came to Germany. And at that time, when all this happened, I was already a child, and of course we didn't know anything about it. And nobody talked about it. My parents didn't tell us. So now, as I'm an old woman, I'm trying to, to do some good things. Never too late to do good things. I think so too. You're right. So these people were all deported in '43. And I think it started in '42 with the deportation. And most of them were killed in Auschwitz. Dr. Max Seckelmann war praktizierender Arzt der Allgemeinmedizin mit seiner Praxis an der Bamberger Straße 16. Von den minder bemittelten kranken Menschen, die zu ihm zur Behandlung kamen, nahm er kein Geld für seine Leistungen. Und zu Hausbesuchen brachte er seinen Patienten Blumen aus seinem Garten an ihr Krankenbett mit. Er diente im Ersten Weltkrieg als Offizier in der Armee. Und im August 1933 wählte er wegen der Aussichtslosigkeit aufgrund seiner jüdischen Vorfahren seine Praxis nicht mehr weiterführen zu dürfen und damit die Existenzgrundlage zu verlieren, die Flucht in den Tod. Keim was your grandfather. And Jente? My aunt. So the original house was also destroyed. Most of the houses in Berlin was like this. Gedenktafeln werden weniger häufig Als die, gesehen die als Leute gucken Stolpersteine. dahin. Wenn sie über einen Stein laufen, die bleiben auch stehen. Ich habe das beobachtet auch muss man schon. ihm etwas höher machen, damit man stolpert. Und dann sieht man ihn. Aber ich finde gerade Dann diese fotografiert Idee mit man dem ihn sogar. Stolperstein und dem Namen da drauf, da ist der Fußgänger verpflichtet, zumindest würde man es annehmen, zu gucken. Und das tun sie auch. Ja, weil er sieht Gold auf dem Trottoir. Gut, aber es bleibt ja nicht so. Es wird ja mit der Zeit immer dunkler. Nein, das kann, nein. Das wird geputzt. Naja, aber die Stolpersteine muss ja die Hausbesitzer nicht tun. Aber bei dem Tafel, das durchzusetzen. And mark like that? Der Name in den Notre Dame, but we honor them. Because he won our past, we won our Okay. Ja, das ist eine Name, aber... They say to it, never get there.
Sind keine namenlosen Together we remember Chaim Shatner, deported on the 22nd of September 1942 to Theresienstadt, and he died there just over 1 year later, 20th of December 43. And his daughter, also the aunt of Howard, Jente, born in 1910. She was deported also the 22nd of September 42 to Theresienstadt, and then transported further from there to Auschwitz and killed on the 15th of May 44, when she was just 34 years old. I only have the German prayer book with me here, I'm sorry. El malei rachamim shochen במרומים המצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מסיריהם לנשמות 6 מיליון אחינו ואחיותינו שמתו על קידוש השם ינוחו בשלווה ובשלום שלא ידעו בחייכם בעל הרחמים הסתירם בסתר כנפיך לעולמים וצרור בצרור החיים את נשמתם אדוני הוא נחלתם וינוחו בשלום על משכבם ונאמר אמן. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחיי חון וביומי חון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיא. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמיון בעלמא ויאמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. This is your day. On that day too. Should be remembered. Thank you all for being here. Thank you so much. Chaye